Es ist unglaublich, wie Gespräche manchmal inspirieren können. Kennt ihr das? Dass die Zeit so verfliegt und man das gar nicht merkt. Alles ist jetzt. Das ist sehr spannend und wunderschön. Also mir ging es jedenfalls vor kurzem so. Da war eine Person, der bin ich zum ersten Mal begegnet und da war sofort eine vertraute und tiefe Ebene da, einfach weil die Person sich gezeigt hat. Ja, und es war sehr spannend und inspirierend. Gleichzeitig beobachte ich natürlich auch, dass wir das nicht immer so gern machen, uns so mitzuteilen, sondern man versteckt so lieber die eigenen Gedanken. Ist ja auch verständlich, aber vielleicht liegt es daran, dass wir manchmal so an der Oberfläche bleiben und eine wirkliche Begegnung findet gar nicht statt. Gerade wir Christen sind, was den Glauben mitteilen angeht, sehr vorsichtig oder zurückhaltend. Wir wollen niemandem etwas einfach überstülpen. Aber manchmal frage ich mich, wieso das ist. Ich habe zum Beispiel jemand gefragt, ob sie das schon so erlebt hat, dass jemand sie bedrängt hat so mit dem Glauben oder dass sie sich bedrängt fühlte. Und ich sagte mir, nee, eigentlich, ich kann mich nicht daran erinnern, eher das Gegenteil. Ich freue mich, wenn jemand den Glauben mit mir teilt. Und das denke ich, dass das für uns so eine Einladung ist. Wir sollen einfach das mitteilen und es nicht einfach als Privatsache lassen. Uns selbst zeigen, auch in dem, was wir glauben. Warum tun wir uns damit eigentlich so schwer? Vielleicht wollen wir uns damit nicht in den Vordergrund drängen. Oder wir haben Sorge, belehrend zu wirken. Und natürlich, wir machen uns damit auch angreifbar. Also volles Risiko. Und darum ist das mit dem Zeigen unseres Glaubens nicht so einfach. Manchmal fehlt uns schlicht der Mut dazu. Manchmal schaffen wir es aber auch und trauen uns einfach, uns so zu zeigen, wie wir sind. Ein großer Augenblick. Und von so einem Augenblick hat mir vor kurzem eine junge Frau erzählt. Also die wohnt in ihrer WG auf einem Stock zusammen mit 14 anderen jungen Leuten, bunt gemischt. Und immer wieder kommen halt auch Themen zur Sprache, über die sie anders denkt. Und sie hat sich eines Tages einfach getraut und gesagt, ich sehe das anders. In vollem Bewusstsein, dass das vielleicht nicht so gut ankommen könnte. Und so war es auch. Also da war erstmal eisiges Schweigen, dann große Debatte und hinterher sogar auch echte Konsequenzen. Das heißt, eine Mitbewohnerin hat sich danach zum Beispiel total von ihr abgewendet. Also die kamen erst gut miteinander klar und dann hat die erst mal 2 Wochen nicht mehr mit ihr gesprochen. Und die junge Frau hat dann so gemeint, vor ein paar Jahren hätte sie das bestimmt nicht so durchgestanden, aber inzwischen sei sie so fest im Glauben verwurzelt, dass sie das nicht mehr umwirft. Interessanterweise haben sich dann die anderen jungen Leute in dem Augenblick auch mehr gezeigt. Und auf einmal kannten sich alle auf diesem Stock irgendwie ein bisschen mehr. Mir kommen da die Gedanken aus der Rede, die Nelson Mandela zugeschrieben werden. Da sagt er, und indem wir unser eigenes Licht scheinen lassen, geben wir anderen Menschen unbewusst die Erlaubnis, das Gleiche zu tun. Schwester Enrika! Das, was stark in uns lebt, kann eigentlich gar nicht wirklich verborgen bleiben. Und wir können doch unseren Mitmenschen auch zutrauen, dass sie damit umgehen können, wenn wir dieses Thema als Option anbieten. Das schaffen wir ja bei anderen Themen auch. Paulus sagt so schön dazu, die Liebe Christi drängt uns. Und wisst ihr, warum es tatsächlich sehr wichtig ist, ja fast lebensnotwendig, uns gerade auch an dieser Stelle mitzuteilen? Es gibt da einen interessanten Vorgang. Was wir nicht sagen, worüber wir nicht reden, das wissen wir auch nicht richtig. Wenn ich über das, was in mir lebt, mit jemandem rede, dann glaube ich es nachher noch mehr. Das wird stärker in mir. Unser Glaube muss also so sein, dass wir es jedem sagen können. Dann hat er auch Kraft.
diese Kraft ist auch nötig, gerade weil das oft so massiv ist, was wir von außen aufnehmen. Und diese starke innere Kraft und Energie, das ist ja unsere Beziehung zu Jesus. Und von dieser Beziehung zu Jesus können wir anderen etwas mitteilen. Die warten darauf. Und dafür ist diese Beziehung, diese Kraft in uns ja auch da. Nicht so, dass wir das für uns behalten, sondern wirklich zum Weitergeben. Dann wird sie erst richtig aktiviert. Öffnen wir also immer wieder neu ein Fenster zu dieser Kraft, zeigen wir sie oder sagen wir besser, zeigen wir uns damit. Erzählen wir, wer Jesus war und bezeugen wir vor allem, wer er in uns ist. Diese Lebenserfahrung haben wir zu geben. Wir können ja den Menschen nicht einfach Glauben geben, weil Glauben können ist wirklich ein Geschenk. Aber wir können uns selber geben, uns zeigen mit unserem Glauben. Im Glauben haben wir Gott gefunden und wir können ihn weitergeben, wenn wir uns selbst geben. Und zwar da, wo wir sind, in unserer Stadt, in unserem Dorf, in unserer WG, einfach in unserer Umgebung. Da bin ich, hier bin ich. Dann brauchen wir auch keine Sorge haben, dass unser Glaube verweltlicht wird, sondern wir sorgen vielmehr dafür, dass wir die Welt verchristlichen. Genau. Oder, um es mit den Worten von Pater Kenzenich zu sagen, das müssen wir immer aus unserem Stolz auffassen. Wir bedeuten eine Verchristlichung der Welt. Ja. So ist es. Uns zeigen bedeutet, das kann andere inspirieren. Da lernen wir einander wirklich kennen. Und da entsteht eine tiefe Dimension von Begegnung, die wirklich erfüllt und Freude schenkt. Also, let your light shine. Denn wie gesagt, indem wir unser eigenes Licht scheinen lassen, geben wir anderen Menschen unbewusst die Erlaubnis, das Gleiche zu tun. Viel Erfolg dabei. Tschüss. Tschüss.